Hello and welcome to the Circuit Paul Ricard, current home of the French Grand Prix, an event dating all the way back to 1906. It's been held at many venues over the years, with famous moments from Dijon and Manicourt the feature of many a highlights reel. And let's hope we see more of those in the race today. 6 lefts and 9 rights give us a total of 15 corners here at the Circuit Paul Ricard, and a lap covers an overall distance of 3.6 miles. Average speeds will be somewhere in the region of 142 miles per hour, and they'll be maxing out on the Mistral Straight at around 205 miles per hour. Oh yeah. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. And it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? But from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown in turn 1. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you, so that they're not taking up too much of your capacity. Jo. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Perez, Max Verstappen, Smith. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Norris, Sainz, Ricciardo, and Pierre Gasly. Ocon, Vettel, Fernando Alonso, and Tsunoda. Stroll, Schwartzman, Mick Schumacher, and Kimi Räikkönen. Giovinazzi, Mazepin, Russell, and Nicholas Latifi. Which of these talented drivers will come out on top today? Latifi sieht ein bisschen echter aus als Russell. Ich weiß nicht warum. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Yep. So, damit kannst du mich eine Runde später rausschicken. Das ist gut. Ich gehe mal auf 27,8. Car-Setup. 1 mehr. So. Dann haben wir das. Achso, ja, bevor ich ganz vergesse. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Formel 1 2021 MyTeam-Karriere. Hier mit dem großen Preis von Frankreich. Ich habe gerade versehentlich auf Start gedrückt gehabt, obwohl ich eigentlich erst eine Pause machen wollte. Naja, passiert, also ziehen wir es jetzt durch. Ja. Wir waren eigentlich gut qualifiziert. Durch so einen schönen Spielabsturz konnte ich mich, glaube ich, also durch den Spielabsturz durfte ich die Q3 nochmal neu fahren. Konnte dann direkt nochmal 3/4 Zehntel rausholen. Und, ja. Passiert. Auf jeden Fall, ja. Mache ich ein kurzes Päuschen und dann können wir ins Rennen starten. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja. Gerade gestartet, vorberichtet auf echten Formel 1. Wir haben es jetzt 13:30. Ja. Auf ins Rennen. Launch map is good, but we need to learn the gears, so go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please. No threat of rain for the time being. Conditions looking good.
So, Reifen sind warm. Das erinnert mich ja ein bisschen an ein Meme, was Verstappen da gerade gemacht hat. So ein Meme, das ich letztens gesehen habe. So da war so eine Haufen von Menschen auf einer Treppe, die dann quasi auch immer so links, rechts gemacht haben und dann immer schön versetzt zueinander. Und dann da oben drüber stand halt dann Nobody und dann The Grid Behind the Safety Car. Da 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 da. Da 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 da. So. Norris, Sainz, alle hinter mir. Gasly auf Softs. Der könnte gefährlich werden, wenn der durchs Feld pflügt. Der ist auf jeden Fall auf einer 2-Stopp-Strategie. Was vor mir ist, ich sehe Perez auf Mates. Leclerc scheint auch Softs drauf zu haben. Naja. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Yep. Be ready with the clutch. Hamilton, du Arsch. Das meine ich mit Gasly pflügt durch. Den schicken wir außen rum. Hör auf zu wackeln, Lenkrad. So, Schild können wir abräumen. Okay, Leclerc ist Erster. Das war mir klar. Schicken wir dich wieder außen rum, mein Freund. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone.
Na, ich verliere Grip auf der Hinterachse. Gut gegen Sainz verteidigt. Concerns at the moment. Just focus on the driving. Na, zu spät gerückt. Hamilton has just put up the fastest lap of the race so far. Ja, das habe ich gemerkt. We're approaching the pit window. You'll be on the hards. We're going to box this lap, push hard on the in-lap. Right, come in at the end of this lap. Huh.
Robert is in the pits. Robert in the pits. Complete, go now. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Jungs, ihr wart sehr schnell. Some information on Vettel. They seem to have an issue. Okay. We've got a great chance of taking the position. Come on, we know you can do it. Das war dumm. Aber vorbeikommen wird er jetzt nicht. Ja, das Auto versetzt. This is your final lap. Final lap of the Alles race. klar. Ballsy, ballsy. Nein! Okay, pick up rubber and bring it home.
Verdammt. So Mercedes have won it, and what a great race it was. Ja, Mercedes gewinnt, Anthony das ist Davidson, klar. how do you think they were able to set themselves apart today? Aber ich habe Well, meinen this was a P4 real verloren. team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Ich glaube, damit holt sich Lewis seine Dinge zurück. Let's see what effect this result has had on the drivers' standings. After an incredible performance, Lewis Hamilton secures the top spot in Tja, the Leclerc, Drivers' das war nicht so gut von dir, Now, ne? let's discuss, Ant, who would you say is a contender for driver of the day? I think it has to be Fernando Alonso. He got the strategy Oh, ja. spot on and consistently had the pace to come through as well. Let's move on to the constructors. Mercedes continue to extend their lead. Meanwhile, a strong weekend from Red Bull this time out, and they improve their position in the championship. I'm equal parts exhausted and elated with this weekend of Formula One. Be sure to join us for the next one. Kurz die Standings angucken. Ich bleib, wo ich bin. Und da überholt mich Red Bull wieder, ne? Weil Verstappen jetzt besser gefahren ist, ja. Warte mal. Ah, Norris rutscht halt richtig ab. Und Verstappen und ich rücken jeweils ein. Also Verstappen überholt mich. Aber wir beide ziehen an Norris vorbei. Beziehungsweise Ricciardo zieht auch nochmal hoch. Belastend. Naja, ich gehe mal ein Thumbnail machen, dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Und ja, dann wollen wir mal. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. Oh ja, naja. How do you feel these grid penalties are affecting the sport? Nö. Nö, das sage ich gar nichts zu. You're surpassing all expectations. Can anything or anyone stop you? Ja, aufs Team. Niemals ohne mein Team. I think it's great how much your team has been focused on developing your car. Oh ja. Ja, Appreciate your time. vielen Dank. Man sieht sich. So. Ja, da steht Ralf Schumacher oben. Der hat, wie heißt es? Der kommentiert gerade. Ist gerade Driver-Line-Up. Also die Fahrer fahren gerade so alle noch im Kurs rum und in 30 Minuten geht's los. Da freue ich mich schon drauf. So, Schwarzmann überholt. Nochmal 190k hierfür. Mit Stufe 11 kannst du jetzt, glaube ich, einen neuen Sponsor holen, ne? We have a Oh. problem regarding our driver. How do you want to handle this? Team Acclaim oder Second Driver Racecraft? Ich würde sagen You Second handle Driver that well. Racecraft. Thank you. Mhm. Dann gehen wir auf dich, mein Freund. Corporate, wir kriegen einen neuen Sponsor. Hm. Das können wir hinkriegen. Hm.
What qualify your rival? Das kriegen wir hin. Hm. 4 Fragen beantworten kriegen wir auch hin. Das würde uns mehr bringen. Das, nein. Nö. Nö. Das ist schon verlockender. Aber 10 Punkte, das kriegen wir nicht hin. Nee. Ich glaube, dann nehmen wir den ganz oben einfach. Das Utopie-Ding. Dann machen wir eben nochmal. Wo haben wir es denn? Cavalry. Dann kommen da jetzt Sponsoren drauf. Nee, das passt besser. Das passt da besser. Dann passt du dahin. Und dann gehst du dahin. Und dann haben wir alles. Jawohl. Finanzhistorie passt ganz gut. Jetzt können wir in den Facilities. Ich guck mal eben in den R&D. Ah. Ja. Schön. Du brauchst nämlich ein neues Ding. Aber noch nicht jetzt. Du brauchst jetzt auch noch nichts Neues. Power Unit bräuchte jetzt auch noch nichts Neues, ne? Dann warten wir noch. R&D-mäßig können wir auch nichts machen, das ist alles blockiert. Ah, das ging nur. Ach, das geht nur einen Tag, okay. Dann machen wir es so rum halt, ne? Ist mir auch wurscht. So. Jawohl, We're in a Wingflaps. position now where we're able to attract a new sponsor to the team. Habe ich Head on schon. over to the corporate tab and select the sponsor screen to choose who we should approach. Habe ich schon. Dann bist du nach Großbritannien fertig. Das machen wir doch. Ach, wir können sogar noch. Nee, können wir nicht. Wollte gerade sagen. Jo. Mehr können wir nicht machen. Kacke, dass das natürlich gescheitert ist. Dann kriegt er noch mal ein bisschen Fokus. We've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Yep. Damit haben wir jetzt Alpha Tauri überholt. Aber so ganz knapp nur. Nächster wäre Alpine. Gut. Wie sieht denn das eigentlich aus mit dir? Du hast jetzt noch mehr Racecraft, du hast jetzt ein bisschen Experience, Pace, Awareness. Auf wie viel habe ich dich jetzt hochgeballert? 72er Rating. Das heißt, ich habe dich schon ordentlich gepusht, was das Ganze angeht, ne? Das heißt, du bist jetzt fast so gut wie Mick Schumacher. Das kriegen wir auch noch hin. Naja,
Dann danke ich mich, dann danke ich nicht. Genau. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann zum nächsten Rennen in Spielberg. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein und tschö.